dient dir nur, um deine Ziele zu erreichen. Geld ist niemals das Ziel. Das ist ein riesengroßer Fehler, den Menschen immer wieder machen. Das sollte für dich jetzt klar sein. Jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil, zum wirklich allerwichtigsten Punkt. Dieser Punkt ist die Voraussetzung für deinen Erfolg oder für deinen Misserfolg. Viele Menschen, die stürzen sich auf Techniken, auf neue Strategien, um Geld zu machen. Schon wieder eine E-Mail. 6.000 € kannst du machen, wenn du 200 € investierst. Oder wieder ein neues Programm, was dir im Monat 3.000 € verspricht. Aber gute Techniken, gute Strategien sind wichtig, aber der technische Teil, der kommt später. Der technische Teil ist im Moment so unwichtig, so eigenartig sich das für dich im Moment anhören mag. Das Wie, die Strategien und Techniken sind völlig wertlos, wenn dein inneres Fundament nicht stimmt. Zuerst sind deine Gedanken dran. Und wenn deine Gedanken stimmen, wenn deine bewussten und auch deine unbewussten Gedanken zum Thema Finanzen zu deinen Wünschen passen, dann findet sich alles andere von selbst. Dann zeigen sich dir die Möglichkeiten, dann kommen Ideen, dann kommt ein Rat genau zur richtigen Zeit. Ich kann dir sagen, das Wie, also die Strategien und Techniken, das ist der kleinste Teil. Darum solltest du dir jetzt überhaupt noch keine Sorgen machen. Darum brauchst du dich im Moment nicht zu kümmern und ich sage dir gleich genauer warum. Menschen, die probieren ja die Lebenssituation zu verändern. Also sie probieren Strategien, probieren Technik, aber Menschen vergessen, dass die Lebenssituation, in der du gerade steckst zum Beispiel, eine Konsequenz, eine Folge von der Art von Mensch ist, der du bist. Und wenn die Lebenssituation, also die Umstände deines Lebens eine Konsequenz sind, also eine Folge aus der Art von Mensch, der du bist, dann ist es doch klug, direkt an der Wurzel anzusetzen und dich zuerst um dich selbst zu kümmern. Um die Art, wie du denkst und als Folge um die Art und Weise, wie du handelst. Weil das Handeln kommt ganz natürlich, wenn zuerst die Gedanken stimmen. Deine Emotionen sind ja die Folge deiner Gedanken. Emotionen sind immer nur die Folge deiner Gedanken. Das ist offensichtlich. Denkst du freudige Gedanken, fühlst du dich freudig. Denkst du sorgenvolle Gedanken, fühlst du dich sorgenvoll. Denkst du ängstliche Gedanken, fühlst du dich ängstlich. Denkst du liebevolle Gedanken, fühlst du dich liebevoll. Deine Emotionen, die veranlassen dich zum Handeln. Also es gibt kein Handeln ohne Emotionen. Deine Emotionen motivieren dich immer zum Handeln. Deine Art zum Handeln verursacht Ergebnisse in deinem Leben. Und auch Nicht-Handeln, also zum Beispiel das Zögern, das Hinausschieben, das Finden von Ausreden, warum heute nicht der richtige Tag ist. Alles, auch das Nicht-Handeln verursacht Ergebnisse, ganz klar. Nicht die, die du dir wünschst, aber in jedem Fall bringt es Ergebnisse in deinem Leben. Wir leben ja in einer Welt, die von Ursache und Wirkung bestimmt ist. Jede Ursache erzeugt immer eine Wirkung. Tust du etwas Neues, wendest du neues Wissen an, ist das eine Ursache, die eine neue Wirkung in deinem Leben zeigen muss. Es ist kein Kann, nein, ein Muss. Tust du nichts, bleibt alles beim Alten. Und das ist auch eine Entscheidung und gleichzeitig die Ursache dafür, dass sich nichts ändert, dass du auf der Stelle trittst, dass du weiter unzufrieden bist in bestimmten Bereichen des Lebens. Und jetzt wird's wichtig. Das, was du in deiner Vergangenheit vorwiegend gedacht hast, also deine durchschnittlichen Gedanken deiner Vergangenheit, die widerspiegeln deine Lebensumstände von heute. Deine vorwiegenden Gedanken, die du gestern gedacht hast, die haben deine Lebenssituation, also deine Lebensqualität, deine Lebensrealität jetzt gerade erschaffen. Denk mal darüber nach. Zusammengefasst ist es so, deine vorwiegenden Gedanken, die verursachen Resultate. Und das Resultat ist deine Lebenssituation. Alles beginnt immer mit deinen Gedanken. Es gibt keine einzige Veränderung in deiner äußeren Welt. Du musst immer zuerst die Veränderung in deiner inneren Welt schaffen, also in deinen Gedanken. Alles beginnt mit deinen Gedanken. Deine Gedanken sind die Wurzel deiner derzeitigen finanziellen Lage und auch deiner finanziellen Lage von morgen. Deine Gedanken sind die Ursache für jeden Erfolg und für jeden Misserfolg in deinem Leben. Und
Wenn du dem nicht hundertprozentig zustimmst, dann schau bitte in meinen YouTube-Kanal, da erkläre ich alles. Da erkläre ich viel zum Gebrauch des Verstandes in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Lebens. Also, hast du Gedanken zum Thema Geld, die deinen bewussten Wünschen und Zielen im finanziellen Bereich entgegenstehen, dann nützt dir die beste Strategie, dann nützt dir die beste Technik gar nichts, weil du wirst dich immer wieder selbst sabotieren. Und wie du dich sabotierst, dazu gebe ich dir gleich ein paar Beispiele. Also zusammenfassend, über deinen finanziellen Erfolg entscheiden nicht Techniken, entscheiden nicht Strategien. Zuerst entscheiden deine Gedanken über deinen finanziellen Erfolg. Deine Gedanken sind die Wurzel, die Voraussetzung für Erfolg. Und jetzt frage ich dich, welche Gedanken hast du zum Thema Geld, zum Thema Reichtum? Was denkst du über Geld? Und du wirst wahrscheinlich sagen, also Geld ist wichtig, Geld ist toll, ich will mehr Geld. Das ist deine bewusste Antwort und ich würde ähnlich antworten. Aber wir Menschen haben ja im Laufe unseres Lebens so viele Gedanken gesammelt, so viele Impulse von unserer Außenwelt, von deinen Eltern, Großeltern. Und deine Eltern und Großeltern haben wahrscheinlich den größten Anteil daran, wie du heute auf die Welt reagierst. Als Kind hast du Gedanken von wichtigen Personen, von Eltern, Großeltern einfach ohne Prüfung übernommen. Du konntest ja nicht prüfen, du warst ein Kind. Und so hast du all das, was deine Eltern, Großeltern, andere wichtige Personen dir immer wieder gesagt haben, einfach als wahr übernommen. Und diese Gedanken, die du gesammelt hast, die lagern heute in deinem unbewussten Verstand. Und all das, was dein unbewusster Verstand meist ungeprüft als wahr übernommen hat, ist nun deine Software, die dein Verhalten bestimmt. Und die meisten Menschen, die denken, sie sind bewusste Wesen. Aber das stimmt nicht. Forscher sagen, 96 bis 98% des menschlichen Verhaltens passiert einfach automatisch. Wir Menschen sind in der Lage, weit mehr Kontrolle über das Leben zu erlangen. Aber so unbewusst, wie die meisten Menschen leben, so unbewusst, wie die meisten Menschen ihren Verstand, ihre Gedanken gebrauchen, sind mehr als 96% aller Handlungen einfach unbewusst. Die sind nicht bewusst bestimmt. Und nicht bewusste Gedanken führen zu nicht bewussten Handlungen, also automatisches Handeln, führt zu unvorhersagbaren Ergebnissen in deinen Lebensumständen. Und am Beginn hatten wir gesagt, deine vorherrschenden Gedanken von gestern, also die Gedanken, die du in deiner Vergangenheit vorwiegend gedacht hast, haben deine Lebensumstände so geformt, wie sie gerade sind. Und zwar ganz exakt. Dann ist es so, dass wenn du mehr Kontrolle über deine Gedanken nimmst, sagen wir 30%, 40%, 50%, und das ist einfach, oder sogar 60, 70%, dann bestimmst du deine Lebensumstände zu genau diesem Prozentsatz selbstbestimmt. Also du selbst. Dann ist immer noch ein unbewusster Teil da von vielleicht 40%, von 30%, auf den du vielleicht nicht 100%igen Einfluss hast. Aber je mehr du die Kontrolle über deine Gedanken übernimmst, desto mehr hast du die Kontrolle über dein Leben. Weil deine Gedanken, die du heute vorwiegend denkst, die bestimmen ja deine Lebensumstände von morgen. Das hämmer ich heute in deinen Kopf ein. Alles beginnt zuerst immer mit deinen Gedanken. Deine Gedanken sind die Wurzel von allen. Aber das, was das menschliche Handeln, das automatische Handeln, also den Hauptteil von bis zu 98% bestimmt, das sitzt abgespeichert in deinem unbewussten Verstand. Das sind die Gedanken, die du in deinem Leben angesammelt hast. Das bildet die Software, nach der du denkst, fühlst und natürlich als Folge auch handelst. Und du kannst mit bewussten, disziplinierten Denken eine Zeit lang erfolgreich sein. Aber wenn das bewusste Denken nicht auch zu einer unbewussten Überzeugung wird, dann verfällst du ganz sicher wieder in alte Denk- und Verhaltensmuster. Und das wirst du schon bemerkt haben, beim Abnehmen zum Beispiel. Mit Disziplin kann der Mensch eine Weile eine Wirkung erzielen. Aber alte Verhaltensgewohnheiten kommen dann wieder und am Ende ist das Gewicht höher als vorher. Und deshalb ist es so sehr wichtig, die alten, meist unbewussten Verhaltensmuster bewusst zu erkennen. Und das ist recht leicht, das ist kein Hexenwerk.
Und wenn du diese unbewussten Gedankenmuster, die zu unbewussten Verhaltensmuster führen, wenn du die nicht erkennst, dann werden diese unbewussten Verhaltensmuster weiterhin die Grundlage deines Handels sein. Und sie werden dich immer wieder sabotieren. Sie sabotieren deinen Erfolg in allen Lebensbereichen. Ob es beim Abnehmen ist, beim Geldmachen, auch in deiner Beziehung oder in der generellen Kommunikation, egal. Wenn du in einem Lebensbereich immer mal wieder Schwierigkeiten oder Rückschläge hast oder wenn du konstant zu wenig Geld hast, dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass da alte, limitierende Denkmuster dahinter stecken. Immer. Und bevor wir gleich die Frage beantworten, wie genau kann ich meinen unbewussten Verstand so ausrichten, dass er mich genau in Richtung meiner Ziele und meiner Wünsche führt? Da müssen wir vorher eine andere Frage beantworten. Und zwar, wie erkennst du denn alte Denkmuster? Also wie wirst du dir deiner Denkmuster, die dein Verhalten wiederum steuern, bewusst? Das ist eine wichtige Frage und die Frage, die ist ganz einfach. Und da wir heute beim Thema Geld sind, da frage ich dich ganz einfach mal, was hast du früher in deiner Kindheit öfter mal über Geld gehört? Was haben dir deine Eltern zum Thema Geld, zum Thema Finanzen vorgelebt? Welche Meinung deiner Eltern hast du noch im Kopf? Und geh mal in Gedanken zurück und schau mal und höre, was in deiner Kindheit über Geld gesagt wurde. Und wenn du das tust, dann kommst du deinen unbewussten Überzeugungen zum Thema Geld auf die Spur. Und diese unbewussten Überzeugungen, die sabotieren deinen finanziellen Erfolg. Meine Oma hat zum Beispiel zu mir immer gesagt, Junge, wasch dir die Hände, Geld ist schmutzig. Und mein Opa hat gesagt, Junge, du musst hart arbeiten, wenn du etwas erreichen willst. Und meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Arbeit muss keinen Spaß machen, Arbeit muss getan werden. Und mit den Überzeugungen, also mit solchen Gedankenmustern, hatte ich nicht die besten Voraussetzungen im Bereich Geld. Ganz klar. Weil der unbewusste Verstand, der hat eine Aufgabe, die er immer erfüllt. Dein unbewusster Verstand führt dich immer weg von Schmerzen. Also er führt dich weg von seelischen und auch von körperlichen Schmerzen. Und dein unbewusster Verstand, wenn der dich von Schmerzen fernhält, dann führt er dich im Umkehrschluss immer zu besseren Gefühlen. Und das sind die zwei Grundmotivationen des menschlichen Handels. Weg von Schmerzen hin zu guten Gefühlen. Dafür ist dein unbewusster Verstand verantwortlich. Das ist eine alte Überlebensfunktion. Die tragen wir alle in uns und aus einem der zwei Gründe hast du alles getan, was du bisher getan hast. Aus einem dieser zwei Gründe. Du wolltest dich weg von Schmerzen bewegen oder hin zu guten Gefühlen. Aus einem dieser zwei Gründe hast du alles getan, was du bisher getan hast. Alles. Und wenn du ein Gedankenmuster hast, wie zum Beispiel Geld ist schmutzig, dann wird dich dein unbewusster Verstand immer vor schmutzigem Geld fernhalten. Wenn du unbewusst überzeugt bist, ich verdiene es nicht, erfolgreich zu sein, dann wird dein unbewusster Verstand dafür sorgen, dass du nicht erfolgreich wirst. Und das ist übrigens ein ganz weit verbreitetes Gedankenmuster. Ich verdiene es nicht, glücklich zu sein. Ich verdiene es nicht, reich zu sein. Ich verdiene so einen tollen Partner nicht. Ein ganz verbreitetes Gedankenmuster, das Menschen so sehr limitiert. Oder wenn du unbewusst denkst, reiche Menschen sind Betrüger, dann wird dich dein Unterbewusstsein immer sicher vor Reichtum schützen. Weil dein unbewusster Verstand, der will dir ja dienen. Der dient dir, der will dich beschützen vor Schmerzen. Und dein unbewusster Verstand führt immer das aus, wovon du unbewusst überzeugt bist. Also der erste Schritt ist, und das ist wichtig, erkenne deine alten unbewussten Überzeugungen zum Thema Geld und auch zum Thema Erfolg. Und zu dem ersten Schritt, da habe ich einen Fragenkatalog von 19 Fragen, die du dir stellen kannst. Und in diesen 19 Fragen, in den Antworten liegen deine verdeckten Überzeugungen zum Thema Geld. Und das möchte ich allen Zuschauern kostenfrei zur Verfügung stellen, weil das ist so wertvoll. Mit diesen 19 Fragen erkennst du genau deine unbewussten Überzeugungen zum Thema Geld. Das ist wie ein Aha-Erlebnis, wenn du die beantwortest. Und dann siehst du ganz genau, wo deine Schwierigkeiten liegen, wo die Ansatzpunkte sind für deine Arbeit am Thema Gedanken zu Geld. Und die Gedanken sind immer das Fundament für alles andere, was folgt. So, und der erste Schritt ist, du musst deine unbewussten Überzeugungen bewusst erkennen, also zum Thema Geld und zum Thema Erfolg, weil diese beiden Bereiche, die gehören zusammen. Und der zweite Schritt ist,
Wenn du dann diese unbewussten Überzeugungen erkannt hast, bewusst, dann ist der zweite Schritt erschüttern und ins Wanken bringen dieser alten, unbewussten, limitierenden Gedanken. Und wie geht das? Durch Hinterfragen. Und wenn du hinterfragst, warum ist denn eigentlich Geld schmutzig? Ist denn Geld wirklich schmutzig? Warum muss Arbeit hart sein? Muss Arbeit wirklich hart sein? Dann findest du Gedanken, die diese unbewussten Überzeugungen erschüttern und ins Wanken bringen. Und manchmal sind diese Überzeugungen schon so dumm, dass du sagst, Mensch, die sind so lächerlich, so dumm, dass die dann schon von allein zusammenbrechen. Also das Hinterfragen ist ein Prozess zum Zerstören und zum ins Wanken bringen alter, hinderlicher Überzeugungen. Aber der dritte Schritt, der ist noch wichtiger. Im dritten Schritt suchst du dir ganz bewusst neue Überzeugungen aus, die dir dienen. Wie zum Beispiel, also welche neuen Gedanken zum Thema Geld würden dir dienen? Welche neuen Gedanken zum Thema Geld führen dich in Richtung deiner Wünsche und Ziele? Zum Beispiel, ich verdiene es, reich zu sein. Ich liebe Reichtum. Ich liebe es, in Reichtum zu leben. Oder ich bin so glücklich und ich bin so dankbar, dass Geld zu mir strömt in zunehmendem Maße mit Leichtigkeit. All das wären dienliche neue Überzeugungen. Und das sind Suggestionen oder auch Affirmationen. Und der Schritt 4 ist, und der letzte Schritt auch schon, diese neuen dienlichen Glaubenssätze, die du dir selbst bewusst ausgesucht hast, dir immer wieder selbst zu suggerieren. Und durch das Suggerieren hast du ja auch deine alten limitierenden Glaubenssätze erlernt. Dir haben deine Eltern oder Großeltern immer wieder gesagt, Junge, wasch dir die Hände, Geld ist schmutzig. Oder warum solltest du das gerade schaffen? Andere haben das auch versucht. Oder mach nicht immer Fehler, immer machst du nur Fehler, kannst du nicht einmal etwas richtig machen. Durch diese Art von Suggestion hast du ja deine alten Gedankenmuster gelernt, die dir jetzt suggerieren, du bist nicht gut genug, egal in welcher Form. Und wenn du diese Suggestion erkennst, dann überlagerst du die mit neuen Suggestionen, die du dir selbst aussuchst. Und das sind Suggestionen oder auch Autosuggestionen oder Affirmationen. Und das ist ein so machtvolles Instrument der Beeinflussung, also deiner Beeinflussung deiner Gedanken. Und der erste Schlüssel ist, dass deine Suggestionen auch Wirkung zeigen, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Die Anzahl der Wiederholungen. Wiederhole das 3-mal am Tag, 10-mal am Tag, einmal morgens, einmal abends. Jeden Tag. Sprech dir das auf Band. Hör dir das immer wieder an. Sprech in Gedanken mit. Bevor du dich mit Strategien beschäftigst, bevor du an der Oberfläche kratzt, beschäftige dich mit den Sachen, die wirklich wichtig sind. Beschäftige dich mit der Wurzel deiner Probleme. Und die Wurzel liegt immer in dir selbst. Die liegt niemals außerhalb von dir. Die Wurzel liegt immer in deinen Gedanken. So, wir waren jetzt bei Affirmationen. Du hast dir jetzt neue Affirmationen ausgesucht. Der erste Schlüssel war Wiederholung, 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 mindestens für 90 Tage. Manche sagen 30 Tage, es funktioniert nicht mit 30 Tagen, die alten Gewohnheiten sind zu stark. 90 Tage hintereinander und auch nach den 90 Tagen immer weiter Wiederholung wie ein Mantra. Und jetzt der zweite Schlüssel sind die Emotionen, die du dabei empfindest. Und am Anfang dieser Affirmation oder Autosuggestion, da wirst du noch nicht die richtigen Emotionen finden, weil dein unbewusster Verstand sagt, wenn du sagst, ich bin reich, aber die Realität sieht ja so aus, wie sie aussieht, du bist nicht reich, dann sagt dir dein unbewusster Verstand, nee, stimmt ja gar nicht. Und du hast das Gefühl, dass es sich unwahr anhört, aber du wiederholst immer weiter, du suggerierst dir diese Gedanken immer weiter. Und nach 2-3 Wochen wirst du merken, wie es sich immer echter anfühlt. Und irgendwann ist das dann abgespeichert in deinem Unterbewusstsein, dann wird das ein natürlicher Teil deiner Persönlichkeit. Genauso wie deine alten limitierenden Glaubenssätze, Überzeugungen, Gedanken auch zu einem Teil deiner Persönlichkeit geworden sind, damals in deiner Kindheit oder im Verlaufe deines Lebens. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann schau in mein Glücksprojekt. Da erkläre ich dir, warum Ziele so wichtig sind, warum es nicht ohne Ziele geht und warum es kein erfülltes, glückliches Leben gibt, ohne dass du genau weißt, wer du bist, für was du stehst, was deine Werte sind. Und das ist so interessant, das ist nämlich die Wurzel deines Verhaltens. Und da setzen wir an.
Ich zeige meinen Klienten, wie sie ihren Verstand und ihre Gedanken sinnvoll nutzen und mit Hilfe ihres Verstandes sich selbstbestimmt das Leben erschaffen. Die meisten Menschen sind Opfer ihrer Gedanken, die kommen wahllos, zufällig. Und hier lernst du deine Gedanken zu gebrauchen, deinen Verstand so zu gebrauchen, wie es für uns Menschen gemacht ist, um dein Leben schöpferisch zu gestalten. Wenn du dich dafür interessierst, abonniere meinen YouTube-Kanal. Und jetzt zum Abschluss möchte ich mit dir noch ein praktisches Beispiel machen, damit es auch wirklich sitzt, weil an Beispielen lernt man immer am besten. Also ein weit verbreiteter Glaubenssatz ist, reiche Menschen sind geizig. Und wenn du den bei dir entdeckst, dann könntest du dich fragen, warum sind reiche Menschen geizig? Also ich kann dir sagen, ich kenne so viele Leute, die viel Geld haben, ich kenne Millionäre und das sind zu 80–90% tolle Menschen, brillante Menschen, weil Erfolg kommt ja nicht von irgendwoher. Also reiche Menschen sind geizig ist ein Trugschluss. Vielleicht sind 10% der reichen Menschen geizig, aber wahrscheinlich sind weit mehr Menschen geizig, die kein Geld haben. Also reiche Menschen sind geizig ist der größte Blödsinn. Und wenn du diesen Blödsinn dieses Glaubenssatzes erkennst, dann ist schon mal der erste Schritt getan. Ein neuer Ersatzglaubenssatz könnte sein, reiche Menschen sind geizig. Zum Beispiel, ich lebe in Reichtum und Überfluss und ich bin ein großzügiger und glücklicher Mensch. Ich lebe in Reichtum und Überfluss und ich bin ein großzügiger und glücklicher Mensch. Das fühlt sich doch schon mal toll an. Das könnte zum Beispiel eine wirkungsvolle Affirmation oder Autosuggestion für dich sein. Noch ein Glaubenssatz, der weit verbreitet ist. Ich verdiene es nicht, reich zu sein oder ich verdiene es nicht, erfolgreich zu sein. Ich verdiene es nicht, viel Geld zu haben. Wenn du diesen Glaubenssatz hast, dann fragst du dich, ja, warum verdiene gerade ich es nicht, Geld zu haben, wenn andere Leute auch Geld haben? Also das ist der größte Quatsch. Du erkennst sofort im Hinterfragen, wie großer Blödsinn diese Glaubenssätze sind, die dich bis jetzt in deiner Vergangenheit limitiert haben. Also hinterfrage immer weiter und je mehr du diesen alten Glaubenssatz lächerlich machst, desto mehr gerät der ins Wanken und desto schwächer wird der. Der neue Glaubenssatz könnte sein, ich verdiene es, in Reichtum und Überfluss zu leben. Reichtum und Überfluss sind ein natürlicher Bestandteil meiner Persönlichkeit. Ich bin offen und bereit zu empfangen. Und das fühlt sich gut an, das hört sich gut an und das könnte eine Affirmation, eine Suggestion für dich sein, die übrigens sehr wirkungsvoll ist. Letztes Beispiel, es ist nicht leicht, Geld zu verdienen. Das ist auch ein Glaubenssatz, den vielleicht 80% aller Menschen haben. Und der neue Glaubenssatz könnte sein, Geld fließt mir aus unterschiedlichen Quellen mit Leichtigkeit zu. Ich bin ein Geldmagnet, ja, ich ziehe Geld magisch an. Diese metaphorischen Sätze, die ich dir hier zeige, die dienen einfach dazu, deine Gedanken neu auszurichten und dein Geldbewusstsein so auszurichten, dass es mit deinen bewussten Wünschen übereinstimmt. Also deine Gedanken zum Thema Geld, die müssen zu deinen finanziellen Zielen passen, wenn du erfolgreich sein willst. Und nun kommt der wichtigste Punkt am Schluss. Wenn du deine neuen Gedanken über einen bestimmten Zeitraum von, ich habe es dir schon gesagt, mindestens 60, aber besser 90 Tage immer wieder und wieder wiederholst, dann lernt dein unbewusster Verstand diese neuen Gedanken genauso, wie es deine alten Gedanken auch erlernt hat. Dein unbewusster Verstand, der erkennt durch die vielen Wiederholungen, dass du es ernst meinst und er speichert diese Gedanken ab. Und sobald diese Gedanken gespeichert sind, werden sie zu deiner neuen Software, die wie im Autopilot dein Handeln bestimmen. Also wenn dein unbewusster Verstand erstmal geschluckt hat, deine Affirmation, deine neuen Gedanken zum Thema Geld, dann brauchst du dir darüber gar keine Gedanken zu machen. Dann sitzen die fest und tief und dann werden die zur Software, die künftig dein Handeln bestimmt. Du suggerierst dir also immer selbst, du affirmierst, was dir dienlich ist und du affirmierst nie wieder, was dir nicht dienlich ist, weil so fütterst du deinen Geist. Das, worauf du dich fokussierst, das, worauf du die Gedanken konzentrierst, das wächst in deinem Leben.
Und für all die Skeptiker, ich hoffe, wir haben keine Skeptiker hier, aber denk doch mal ans Autofahren. Wie hast du das Autofahren gelernt? Am Anfang war alles kompliziert, du musstest alles bewusst tun. Du musstest das Gas, die Kupplung, den Blinker und all die Zeichen auf der Straße, die Verkehrszeichen. Und du hast gedacht, oh Mann, das schaffe ich nie. Und das hat Kraft und Energie gekostet. Und dann nach 2, 3 Monaten oder jetzt fährst du auf der Autobahn mit 180, lenkst mit dem Knie, beschäftigst dich mit dem Kind nebenan und telefonierst vielleicht noch dabei. Und warum? Weil dein unbewusster Verstand all die Aufgaben für dich übernommen hat, die du vorher am Beginn so lange wiederholen musstest, bis dein unbewusster Verstand die Aufgaben zu einem unbewussten Programm, zu einem automatisierten Prozess gemacht hat. Also, so wie es mit dem Autofahren lernen funktioniert es auch mit deinen neuen Gedanken zum Thema Geld. Das ist die Wurzel deines Verhaltens. Die Veränderung deines Geldbewusstseins, also die Veränderung deiner Gedanken zum Thema Geld, ist die Grundlage, um überhaupt die Chance zu haben, erfolgreich im finanziellen Bereich zu sein. Das ist die Wurzel deines Verhaltens. Zuerst muss das Fundament für Reichtum und Überfluss geschaffen werden. Ohne Fundament mit einem Armutsbewusstsein ist finanzielle Freiheit nicht möglich. Wir sind hier beim Thema Geld, aber Geld ist ja nur ein Lebensbereich und wir haben ja viele Lebensbereiche. Wenn du in einem Lebensbereich erfolgreich sein möchtest, egal in welchen, dann beginnt es immer auf die gleiche Weise, immer. Alles beginnt immer in deiner inneren Welt mit deinen Gedanken. Eine Veränderung in deiner äußeren Welt muss immer eine Veränderung in deiner inneren Welt vorausgehen. Alles beginnt mit deinen Gedanken.